Die Robotik boomt, Trends wie eine einfache Programmierung treiben die Automatisierung voran und das hat auch Auswirkungen auf die Elektronikfertigung. Auch da eröffnen sich neue Potenziale, vieles wird schon jetzt umgesetzt und was jetzt schon möglich ist und was die Zukunft noch bringen wird und welche Möglichkeiten die Automatisierung in der Elektronikfertigung bringt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Sören Brüchmann, Geschäftsbereichsleiter TQ Robotics. Sie können so ein bisschen aus der Anwendersicht berichten. Und Professor Florian Kerber, wissenschaftlicher Leiter des Projekts ModPro-FT vom Hochschulzentrum Donau-Ries. Und bei dem Projekt geht es um robotergestütztes Prüfkonzept für die Elektronikfertigung. Also einmal Wissenschaft, einmal Anwendungspraxis. Ja, sehr schön, dass wir hier über dieses Thema sprechen können. Oder vielleicht mal so einleitend, welche Rolle spielt denn die Automatisierung jetzt schon aktuell in der Elektronikfertigung? Dann würde ich einfach mal loslegen von meiner Seite. Also man muss dazu sagen, vor ungefähr 7 Jahren hatten wir mit dem Thema Automatisierung, und ich spreche da nicht klassischerweise von der SMT-Bestückung, die sowieso automatisiert ist, sondern ich spreche von den restlichen Prozessen in der Elektronikfertigung. Wir hatten keinen einzigen Roboter bei uns in der Firma von 2200 Mitarbeitern, die wir aktuell hatten. Okay. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren das als ganz klaren strategischen Trend beziehungsweise eine ganz klare strategische Planung auch reingesetzt, dass wir ohne Automatisierung dauerhaft an einem Standort wie Deutschland nicht überleben können als produzierendes Unternehmen. Ja? Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Und ist ganz hoch gehalten und da arbeiten wir seit jetzt nunmehr 7 Jahren dran. Und wir wissen, wenn wir das nicht tun, sind wir in 10 Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist eine ganz klare Aussage, zumindest nicht, wenn wir in Deutschland produzieren. Und von der Seite ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, wo wir auch sehr viel untergeordnete Ressourcen reinstecken und Investitionen tätigen, damit wir auch langfristig hier in einem Hochlohnland produzieren können. Okay, wenn Sie sagen, speziell hier in Deutschland nicht, das heißt, so Themen wie Fachkräftemangel und so spielen dann wahrscheinlich mit rein, oder? Absolut. Ich meine, was sind die Treiber denn? Ich spreche jetzt mal für die Elektronikbranche, aber das gilt für auch eine Metallbranche oder jedes produzierende Gewerbe in Deutschland. Wir haben 2 wesentliche Faktoren. Wir haben auf der einen Seite den Fachkräftemangel, ja, getrieben durch demografischen Wandel, maßgeblich, und auf der anderen Seite die Wettbewerbsfähigkeit, die hohen Lohnkosten. Ja, also ich meine, wir konkurrieren natürlich mit Asien, aber wir als Unternehmen vor allem mit Osteuropa, wo wir Stundensätze haben, irgendwo zwischen 25 und 30 Euro Vollkostensatz in der Montage und wir in Deutschland eigentlich eher bei 50 Euro liegen. Das heißt, das ist ein harter Wettbewerb, den wir uns ausgesetzt haben, und um wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir eigentlich durch Automatisierung Richtung einem Stundensatz von Osteuropa kommen. Und dann sind wir wieder wirklich wettbewerbsfähig. Okay. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Was treibt so die Automatisierung aus Ihrer Sicht in der Elektronikfertigung voran? Also zunächst kann ich die Aussagen von Herrn Brüchmann, glaube ich, sehr gut auch als Wissenschafts- und Transferperspektive bestätigen. Ich denke, wir sehen generell ein wachsendes Bewusstsein, wie wichtig diese Themen sind, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wenn wir es jetzt speziell auf die Elektronikindustrie betrachten, wir haben insbesondere Kontakt mit Auftragsfertigern und die haben natürlich spezielle Probleme. Es ist aber dort und glaube auch in anderen Bereichen so, dass vor allem die Interprozessautomatisierung jetzt ein großes Thema ist. Einzelne Fertigungsschritte, wie meinetwegen das SMD-Fertigen, sind ja schon voll automatisiert, aber die Logistik dazwischen, das Prüfen und Materialbereitstellung, das sind aus meiner Sicht so Themen, wo Robotik, glaube ich, jetzt noch einen großen Effekt bringen kann. Und auch die Produktion insgesamt so flexibilisieren kann. Okay. Und das, womit Sie sich in dem Projekt beschäftigen, so Prüfkonzepte, ist das auch ein Bereich, wo im Moment die Automatisierung noch nicht so weit vorangeschritten ist, oder? Also das ist so ein typisches Beispiel, wo im Prinzip der Übergang von einem noch völlig manuellen Bereich in eine Automatisierung gemacht wird. Okay. Und die Schwierigkeit da ist, dass wir aber diese Hybride-Phase, das heißt, dass gegebenenfalls ein Werker die Aufgaben übernimmt und bei Bedarf aber ein Roboter einspringen kann, dass wir das zusammenbringen müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema. Wir werden wahrscheinlich keinen radikalen Bruch von
manuell zu Vollautomatisierung haben, sondern gerade in solchen Bereichen, die auch dafür ausgelegt sind, dass sie manuell durchgeführt werden, wie diese Funktionsprüfung in dem Fall, da werden wir einen graduellen Prozess haben. Und das macht aber gerade die Automatisierungslösung umso schwieriger, weil die muss im Prinzip mit beidem zurechtkommen. Okay. Aber graduell heißt jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von Kollaboration zwischen oder auch? Oder? Also das wäre sicher auch ein Thema. Man muss fairerweise sagen, dass, glaube ich, das Ziel, wirklich kollaborieren zwischen Mensch und Roboter, Anwendungen umzusetzen, nur sehr selten in der Praxis gemacht wird. Ja. Was wir aber vielleicht als kollaborierend hier bezeichnen können, ist, dass wir eben sowohl eine menschliche Bedienung haben, als aber auch die Möglichkeit, dass der Roboter am gleichen Arbeitsplatz, im gleichen Setting die Aufgabe übernimmt. Also der gleiche Funktionsprüfer, der manuell betätigt wird, der soll dann von einem Roboter betätigt werden. Und er muss zusätzlich die ganzen Informationen, die ein Werker zum Beispiel mit Scannern oder über ein Touchpad bekommt, die müssen irgendwie digital dem Roboter zur Verfügung gestellt werden. Und das sind so die Schwierigkeiten, wenn man es komplett automatisiert planen würde, könnte man wahrscheinlich das ganz anders designen und hätte vielleicht einige Schwierigkeiten weniger, aber so erhält man sich halt die Flexibilität, bei Bedarf, dritte Schicht oder so etwas, eben so einen Roboter einsetzen zu können. Okay. Kann ich absolut bestätigen. Also wirklich dieses Thema Funktionstest von Elektronik, man kann eigentlich sagen, so jede Elektronik wird zu 100% funktionsgetestet oder ICT getestet. Und das ist ein typisch manueller Prozess. Ich meine, wir als TQ, wir sind drittgrößter EMS-Dienstleister in Deutschland und wir haben wirklich richtig viele Mitarbeiter innerhalb der TRT oder dem Prüffeld. So. Und dieser manuelle Prozess, diesen zu automatisieren, das haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht. Vor allem, was ist die Herausforderung daran? Wenn wir Millionen Stückzahlen produzieren würden von einer Variante, dann wird das inline gemacht, wird automatisiert gemacht schon. Wenn wir jetzt aber, wie es üblicherweise in Deutschland auch ist, für die 500 EMS-Dienstleister, die wir haben in Deutschland, da sind es eher High-Mix, Low-Volume-Produktportfolios. Das heißt, viele unterschiedliche Varianten, viele unterschiedliche Testadapter, die wir dafür brauchen und kleinere Losgrößen, eher so 400 bis 1000 Stück. Das heißt, wir brauchen eine wahnsinnige Flexibilität, die der Mensch natürlich an sich erstmal hat und in der Lage ist, das auch zu wechseln. 2 Stunden macht er das, 3 Stunden macht er das. Und das zu automatisieren, das ist eigentlich die Kunst dabei. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, diese Flexibilitätsanforderung, warum klassische Industrieautomatisierung in der Vergangenheit dort einfach auch nicht genutzt worden ist und nicht umgesetzt worden ist. Okay. Und mit der Flexibilisierung von Automatisierung, und da können wir gleich noch darauf eingehen, was das macht oder wodurch wir das generieren, ist auf einmal diese Automatisierung möglich. Ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel geben. Wir haben mittlerweile riesen Vorteile durch automatisierte Standardzellen. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben in unserem Werk in Durach 6 Zellen, da steht jeweils ein Cobot drin. Diese Zellen können innerhalb von 15 Minuten auf eine andere Baugruppe gerüstet werden und bedient werden. Das heißt, wir rüsten 2- bis 3 Mal am Tag die Cobot-Zellen. Und wir haben die Mitarbeiter, die vorher manuell diese Tätigkeiten gemacht haben, das heißt wirklich langweilige Arbeit, muss man sich mal vorstellen. Wir haben einen Nadelwertadapter, Sie öffnen den, legen die Elektronik ein, machen die zu, warten 20 Sekunden, manchmal auch eine Minute und das machen sie den ganzen Tag. Das ist für die Fachkräfte, die wir haben, absolute Sträflingsarbeit und das System auch nicht würdig. Das heißt, es ist unsere Verpflichtung, dies zu automatisieren. Und der Nebeneffekt ist, weil wir auch nicht die Leute haben, um das zu machen, dass wir einen erheblichen Kostenreduktionssatz drin haben. Das sind offene Zahlen, über die wir auch ganz konkret sprechen. Wir hatten zwischenzeitlich einen Stundensatz, also Vollkostensatz im Prüffeld von circa 55 bis 60 Euro. Mittlerweile haben wir ihn runtergedrückt auf wieder eine Mischkalkulation auf 32 Euro. Das heißt, wir sind jetzt voll wettbewerbsfähig mit Osteuropa und das merken wir natürlich. Ja? Und das einfach durch die flexible Integration von Standardzellen, die wir flexibel rüsten können. Aber das sind doch, also ich hatte ja eingangs von den aktuellen Trends gesprochen und das sind ja wahrscheinlich auch die Ihnen dann helfen. Also einfache Programmierung, wenn ich so schnell die Roboter wechsle oder die Anwendungen wechsle, dann muss ich die auch immer wieder eben entsprechend
bedienen oder programmieren, also brauche ich ja einfache Konzepte. Ja. Auch das ganze Thema Cobots ist ja auch gerade so ein Trend. Also das sind ja genau die Sachen, die Ihnen quasi in die Hände spielen sozusagen. Genau, oder wo wir uns klar werden muss, natürlich müssen wir es lernen, wir mussten es jetzt herantasten, wir haben ja nicht alles gleich gekonnt, aber ich glaube, das Thema, wodurch generieren wir Flexibilität in der Automatisierung, das spielt vor allem die Usability ein entscheidender Punkt. Wie leicht ist eine Anlage zu bedienen und auch umzurüsten? Das sollen ja keine Robotikexperten machen, sondern das müssen die Mitarbeiter, die Techniker in der Produktion machen. Und wir verlagern im Grunde genommen durch einfache Bedienung aus den Ingenieursfachbereichen die Kompetenz in der Bedienung in die Operative, in den Shopfloor. So, und das können unter anderem Cobots machen. Also vielleicht muss man das auch mal kurz erklären, wir gehen da so davon aus, dass das jeder weiß, aber so Sachen wie eine einfache Programmierung, da sind im Moment oder sind jetzt gerade in den letzten Jahren auch ganz viele Softwareunternehmen, viele Startups, interessanterweise auch aus Deutschland viele entstanden, die so Bedienkonzepte entwickelt haben, um Roboter, zum Teil auch herstellerübergreifend, einfacher bedienen zu können. Also denen quasi ganz einfach gesagt, einfacher sagen zu können, was sie zu tun haben. So. Und das hat unheimlich viel Bewegung reingebracht. Ist das auch aus Ihrer Sicht ein Trend, der sehr viel jetzt ermöglicht und dem Ganzen noch einen Push gegeben haben? Und beschäftigen Sie sich da in Ihrer Arbeit auch damit? Also für uns ist Robotik eine ganz zentrale Schlüsseltechnologie, die in ganz vielen Branchen zum Einsatz kommen wird. Ja. Wie Sie es erwähnt haben, die Robotik hat in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren einen enormen Sprung gemacht. Es sind also neue Arten von Robotern mit einfachen Anwendungsmöglichkeiten, mit aber auch zusätzlichen Fähigkeiten, wie beispielsweise einfache, kraftgeführte Prozesse umsetzen zu können, auf den Markt gekommen. Damit haben wir im Prinzip jetzt die Voraussetzungen, viele Anwendungen zu automatisieren, wo das mit einem klassischen Industrieroboter vorher sehr viel schwieriger geworden wäre. Es ist aber trotzdem aus meiner Sicht immer noch ein Delta da. Das heißt, es ist immer noch die Schwierigkeit, dass wir typischerweise einen Experten oder zumindest jemanden, der Erfahrung mit dem Gerät hat, brauchen. Und wie Sie es angesprochen haben, bei Low Volume, High Mix ist das eigentlich genau die Krux. Im Prinzip wollen wir ja eigentlich nicht für jeden Loswechsel wieder eine neue Einrichtung machen. Und diese Stufe, dass der Roboter beispielsweise eine Aufgabenstellung, so wie Sie es angedeutet haben, jetzt nicht mehr wie früher klassisch eine Bahnbewegung, sondern jetzt zum Beispiel die Aufgabe, bewege ein Teil von einer Position zur anderen oder füge zwei Teile zusammen, dass er so eine Eingabe versteht und zum Beispiel mit zusätzlicher Sensorik wie Kameras automatisiert lösen kann. Das wäre aus meiner Sicht der nächste Schritt, der wirklich befähigt, dass ein Unternehmen, das null Erfahrung im Bereich Robotik hat, sowas auch produktiv einsetzen kann. Okay. Und vielleicht noch als eine Ergänzung, wir sehen ja gerade, wie diese Sprachmodelle, die Large Language Models, jetzt Einzug erhalten und wie mächtig die geworden sind. Okay. Auch das ist natürlich eine neue Art, wie man Robotersysteme bedienen und auch Applikationen entwickeln kann. Und ich denke, wenn wir diese Kombination in Zukunft hinbekommen, dann werden wir den Durchbruch auch wirklich sehen. Okay, also wir reden von KI, in dem Fall das Ganze nochmal vereinfacht. Würde ich auf jeden Fall so sehen, sowohl bei der Bedienung und natürlich schon länger im Bereich Sensordatenverarbeitung, vielleicht auch Pfadplanung. Also das heißt, die Fähigkeiten, wie so ein System sich für eine komplexere Automatisierungsaufgabe zurechtfindet und wie es autonome Fähigkeiten bekommt. Das sind die Bereiche, wo die KI bereits jetzt Funktionen übernimmt und in Zukunft aber noch deutlich zunehmen wird. Also es gibt trotz dieser, Konzepte, die es ja jetzt schon gibt, um das Ganze einfacher zu machen, trotzdem noch Hürden, die man da noch überwinden muss, und KI könnte da unter anderem auch helfen. Spannendes Thema, darüber sprechen wir gleich nach der kurzen Pause. Wenn wir jetzt vielleicht mal über die Herausforderungen sprechen, die es auch noch durchaus zu bewältigen gibt beim Einsatz von Robotern. Sind dann solche Dinge, dass es eben doch noch
den Expertenbedarf in vielen Punkten, in vielen Anwendungen, trotz einfacher Konzepte, die es jetzt auch schon gibt, dass man immer noch mal die Experten braucht, um dann solche Dinge auch umzusetzen? Ich glaube, man muss, wenn man von Automatisierung spricht, kann man nicht nur vom Roboter sprechen. Ich glaube, die Roboter, insbesondere Cobots, die es heutzutage gibt, die sind wirklich einfach zu bedienen. Okay. Und ich behaupte, dass, und ich weiß es aus unserer eigenen Firma, dass wir mit diesen einfachen Konzepten, die die Hersteller entsprechend schon zur Verfügung stellen, jeden technikaffinen Menschen dazu ausbilden können, den Roboter zu programmieren auf das, was er zu tun hat. Ja. Das beweisen wir, das können wir. Ich glaube, die Herausforderung für produzierende Unternehmen, die automatisieren wollen und aber bis dato noch nicht tun, das heißt noch keine Robotererfahrung haben, ist eher die Konzeption einer Gesamtanlage. Wie kriege ich eine Anlage, wo ein Teil der Roboter ist, in meine Produktion und dann auch entsprechend sicherheitstechnisch abgenommen. Ja, das ist eigentlich die große Herausforderung. Da muss man schauen, wie kommt man ran. Das haben wir uns auch selber beigebracht, natürlich mit Experten etc. Aber da ist eigentlich die operative Schlüsselstelle, die bei vielen erstmal von der Automatisierung ablenkt oder wo eine Hürde darstellt oder gewisse Ängste auch vorhanden sind. Okay. Mein Ansatz, beziehungsweise was ich glaube, wo die Reise hingehen muss, ähnlich wie wir es jetzt vor 6, 7 Jahren angefangen haben zu tun, zu sagen, dass Unternehmen, insbesondere auch Elektronikunternehmen mit dem sehr, sehr großen Potenzial, sich überlegen, wie kann ich es selber schaffen, Anlagen, robotergestützte Anlagen selber zu konzipieren, selber zu bauen, aufzubauen. Okay. Denn klassischerweise ist man abhängig von einem Integrator, der mir eine schlüsselfertige Anlage auf meinen Hof stellt und das in der Automobilindustrie Standard ist. Jedoch, wenn ich Flexibilität brauche, wenn ich schnell rüsten muss, wenn ich Adaptionen machen muss, wo ich vielleicht mal eine andere Vorrichtung brauche, dann kann ich mich nicht auf einen externen Dienstleister verlassen, weil deren Rechnung ist, ich stelle die Anlage hin, die kann genau 2 Sachen und ist wenig flexibel. Das heißt, ich plädiere immer, und das sind auch unsere Kunden, die wir auch bedienen oder beraten, wie kann der Kunde es selber machen? Denn die Technologien heutzutage lassen es zu, insbesondere die Robotertechnologie, aber auch optische Mittel, Kameratechnik etc. Die einzelnen Komponenten lassen es eigentlich zu, durch eine einfache Bedienung selber Anlagen zu bauen. Und da, glaube ich, geht die Reise hin, das heißt der Do-it-yourself-Ansatz, der dann auch nochmal Flexibilität und vor allem Geschwindigkeit bringt in der Umsetzung von Automatisierung, sowohl in der Elektronikfertigung, aber auch in der klassischen Montage. Okay. Also der einzelne Prozessschritt, die einzelne Anwendung ist nicht das Thema, sondern das Ganze dann das ist die Herausforderung in der operativen. Ja, genau. Okay. Ist das auch aus Ihrer Sicht so das große Thema und sehen Sie da Möglichkeiten oder Ansätze, wie man das vereinfachen kann? Also für uns ist eine Innovation oder eine Vision, die wir uns in manchen Projekten momentan stellen, die im Prinzip sollte ein Robotersystem so flexibel sein, wie es auch andere, wegen mir der Hubwagen in der Produktion ist. Ja. Ich stelle den an einen Arbeitsplatz und dann kann er sich selber einmessen, kann sich selber ein Bild der Umgebung machen, die Aufgabenstellung dann lösen. Ohne dass vielleicht im Extremfall irgendjemand etwas an dem System selber programmieren muss. Um sowas aber umsetzen zu können, ist natürlich tatsächlich die Gesamtvernetzung ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Also tatsächlich müssen Informationen zu den Produkten, die dort gefertigt werden sollen, natürlich zu den Aufträgen, um die es da geht, und letztlich aber auch zu allen Daten, die im gesamten Entwicklungskonstruktionsprozess vorrätig sind, die müssen am Arbeitsplatz verfügbar sein. Auf die muss so ein System zugreifen können, um beispielsweise eine Identifikation von Bauteilen machen zu können, um eben sich selber dort positionieren zu können. Das sind also eigentlich klassische Vernetzungsthemen, wie wir sie seit dem Stichwort Industrie 4.0 haben. Und da werden sie jetzt tatsächlich konkret und betreffen aber manchmal sogar die ganze Unternehmens-IT-Architektur. Also letztlich von ERP über MES bis nach unten müssen wir irgendwie eine Datendurchgängigkeit haben, Schnittstellen, die einfach zu bedienen sind. Und letztlich, wenn wir sowas absichern wollen, dann spielt auch noch das Thema Simulation bis zum digitalen Zwilling da eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, Entschuldigung, aber das ist das, was man so als Smart Factory im Prinzip bezeichnet. Das wäre dann auch die Grundlage,
um sowas dann auch einfacher zu integrieren. Genau, das ist eigentlich, da müssen wir hin. Da sind wir uns einig, da müssen wir irgendwo hin. Das ist die Zielsetzung und das ist auch da, wo viel drin geforscht wird in dem Bereich. Ich glaube, die Realität in der Produktion, da sind wir noch nicht, das ist Zukunft und wir befinden uns irgendwo in der Transition Phase, irgendwo dazwischen. Ja. Und ich glaube, dass auch, wie wir daran gehen, zu erwarten, dass wir alle Prozesse zu 100% automatisieren, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, mit Hochvolumina, was auch da möglich ist. Diesen Ansatz, der passt da nicht drauf. Sondern eigentlich müssen wir in Teilautomatisierung denken. Nicht sagen, ich will immer alles komplett zu 100% und die perfekte Lösung, weil das braucht Jahre oder funktioniert gar nicht, sondern ich muss mir ganz bewusst gezielt Sachen raussuchen, Prozesse raussuchen, wo ich sage, hey, das ist realistisch umsetzbar mit den Technologien, die ich heute habe und bedienbar von meinem Personal in der Produktion und teilautomatisiere diese und mache es eigentlich als sequentielle Erweiterung und arbeite schrittweise in agilen Zyklen. Aber da leiden die Deutschen auch manchmal ein bisschen drunter, immer alles perfekt in einer Lösung hinstellen zu wollen, brauchen dafür aber 10 Jahre. Ja, und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen hin, um es wirklich auch in eine Wertschöpfung umzusetzen und da erfolgreich zu sein. Wann immer man über Robotik spricht mit Experten, dann kommt man irgendwann immer zu dem Thema Zertifizierung. Und dann rollen immer alle mit den Augen und sagen, oh Gott, ja, das ist doch die große Hürde und das macht das Ganze aufwendig, komplex. Sie nicken jetzt beide, ist es nach wie vor so? Ist da irgendwo Besserung oder in Sicht, dass man auch diese Hürde so ein bisschen vielleicht mal senken kann? Also ich glaube, erstmal muss man grundsätzlich verstehen, der Roboter ist erstmal eine unvollständige Maschine. Das heißt, die ist erstmal nicht sicherheitsabgenommen oder sonst, die kann ich eigentlich gar nicht so betreiben, sondern die deutsche Richtlinie sieht vor, wir müssen Roboter als unvollständige Maschine in eine Anlage einbauen und die Anlage müssen wir abnehmen nach CE-Richtlinie, nach Maschinenrichtlinie. Das ist nicht eine Norm, das ist eine Richtlinie und entsprechend ist der Roboter gar nicht so was Thema, sondern eher, wie binde ich den Roboter ein, mit was für Werkstücken arbeite ich und ich muss immer, egal ob ich ein Dreiachsportal nehme, oder ob ich einen Roboter nehme, ist eigentlich vollkommen irrelevant. In Kombination mit was für einem Werkstück ich agiere und wie ich das Sicherheitssystem drumherum setze und eine Risikobewertung mache, entsprechend abnehmen. Heißt, die Problematik ist nicht der Roboter. Die Problematik ist die Anlage, wie sie konzipiert ist und wie ich das entsprechend absichern kann. Ja. Wie sehen Sie das? Kann ich auch nur unterstreichen. Safety und die Absicherung einer Roboter-Applikation, gerade wenn sie so flexibel ist, wie es die Cobots uns ja ermöglichen, ist immer noch eine Herausforderung. Wir haben zwar die Tools im Prinzip aus der klassischen Automatisierung, aber natürlich besteht ein zusätzlicher Aufwand dadurch, dass die Anlage sich ja eben nicht immer gleich verhält, sondern ja flexible Einsatzmöglichkeiten hat. Und vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt, der natürlich heutzutage auch immer mit reinkommt, neben dem Thema Safety ist natürlich auch das Thema Security jetzt stärker in den Fokus gerückt. Und im Prinzip sind beide eigentlich immer nur in Kombination zu betrachten. Das ist sicherlich auch nochmal ein Aufwand, weil diese Themen prasseln natürlich jetzt in Kombination auf einen Anwender ein, der vielleicht noch gar keine Erfahrung auf dem Gebiet hat. Security, wenn ich halt eben vernetzt bin und dann eben letztendlich theoretisch das Risiko von Online-Attacken besteht. Ja. Ne? Und vielleicht noch eine weitere Ergänzung dazu. Jetzt sind wir noch im Bereich von Normen. Das ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Die Anlage muss sicher in jeder Hinsicht sein. Wenn wir jetzt aber gerade auch über diese Transitionsphase sprechen, dann ist natürlich auch ich nenne es jetzt mal die Mitarbeiterpartizipation ein ganz entscheidender Punkt. Wir erleben es ja gerade in diesen Beispielen, wie sie bei Ihnen auftreten, wie sie auch in unseren Forschungsprojekten eigentlich der Alltag sind, dass eben hier zum ersten Mal jetzt solche Systeme in der Produktion Einzug erhalten. Und da haben wir natürlich auch nochmal auf der sozialen Ebene, haben wir da noch ein Problem, eine Herausforderung, die wir adressieren müssen. Also die Systeme müssen akzeptiert werden. Sie müssen natürlich auch unter Beweis stellen, dass sie dort einen Sinn haben. Fachkräftemangel, andere Themen sind ja relevant, aber das ist eine Herausforderung auch noch auf dieser dritten Ebene. Super interessanter Punkt und auch eigentlich eine Thematik, mit der wir uns frühzeitig beschäftigt haben. Ich glaube, es ist eine Frage der Motivation und der Sichtweise, wie das Unternehmen
den Mitarbeitern das auch darstellt. Ja? Und ich meine, bei uns fehlen in der Produktion 150 Leute. 150 Fachkräfte, die kriegen sie nicht mal ebenso. Das spürt jeder und wir machen Überstunden ohne Ende. Das heißt, es ist auch bei den Mitarbeitern in der aktuellen wirtschaftlichen Phase, die wir haben, klar, dass wir nicht genügend Mitarbeiter haben und sie auch nicht bekommen. Und dieser Druck auch wirklich da ist. Das ist der Aspekt. Also wir haben da aus unserer Erfahrung keinen Gegenwind, was das angeht. So nach dem Motto, wir verlieren unsere Arbeitsplätze. Dies spüren wir kaum. Was wir aber merken und was dann das Ganze positiv auch noch rücken kann, ist das Thema Job Enrichment. Ja? Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dass die Leute, die Mitarbeiter, die vorher manuell montiert haben, manuell die Testadapter bedient haben, dass die jetzt diese Anlagen bedienen. Das heißt, wir bereichern sie in ihrem Aufgabenfeld und kreieren dabei gleichzeitig noch Wettbewerbsfähigkeit bzw. Produktivität. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil die Mitarbeiter sich da ganz anders mit identifizieren, wenn sie eine Roboterzelle haben oder 2 Zellen haben. Unsere Mitarbeiter geben den Robotern sogar Namen. Ja, also das ist ganz witzig, da haben die ihre Etiketten unten drauf, wie sie alle heißen. Ja. Und das ist schon etwas, was wir nutzen können. Druck von der Seite, wir haben nicht genug Leute, wir kriegen es nicht hin und Menschen müssen mit Überstunden machen. Und auf der anderen Seite eine Möglichkeit, sich selber auch in ihren Fähigkeiten zu erweitern und das auch zu fördern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, zumindest so, wie wir es positiv machen oder ich glaube mal, beziehungsweise ich behaupte auch, sehr erfolgreich machen. Lassen Sie uns ganz kurz zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Sie hatten vorhin auch die Sprachmodelle angesprochen. Ganz kurz, sprechen wir da auch von ChatGPT oder... Also könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Die Vision ist da vielleicht, anstatt dass ich irgendetwas in einer oder auch in einer niederen Programmiersprache einem System beibringe, kann ich es durch Sprachinteraktion noch natürlicher machen. Also ein Automatisierungssystem bekommt die Aufgabenstellung beispielsweise durch eine Spracheingabe und das könnte dann wirklich jeder machen. Ne? Okay, und Sie haben gesagt, das würde nochmal einen deutlichen Schub geben, ne? Also das wäre eine Variante, dass eben auch für jemanden, ein Unternehmen, das keine Expertise auf dem Gebiet hat, so eine Einstiegshürde reduziert wird. Wir arbeiten natürlich auch an Verfahren, die es ermöglichen, so etwas, wir müssen ja da die Basis dafür legen, dass diese Spracheingabe auch verstanden wird. Das heißt, Algorithmen, die darunter liegen, wie beispielsweise eben Umgebungserfassung, Objekte zuverlässig und robust zum Beispiel fügen zu können, das sind alles Dinge, die müssen natürlich als Voraussetzung unterlagert da sein. Aber für die Nutzerinteraktion, da würde ich sagen, spielen diese Sprachmodelle eine große Rolle. Okay. Welche Entwicklungen sehen Sie so für die Zukunft jetzt entscheidend? Also es trifft ziemlich gut. Ja? Also zu sagen, ist mal diese Phase, in der wir uns befinden, ist, wie können Unternehmen schneller Automatisierung bei sich implementieren. Das ist die operative Herausforderung. Und dann kommt eigentlich die nächste Phase aus meiner Sicht. Wie können wir, wenn wir denn solche Zellen haben, noch schneller die Rüstzeiten minimieren, noch öfter das Setup machen, noch einfacher gestalten auf der Cobot-Teach-Seite, ja, mit verschiedensten Möglichkeiten. Ich meine, heute ist sowieso No-Code-Programmierung angesagt, das ist klar, aber auch wieder hier auf die Gesamtanlage bezogen. Und da kann die KI, glaube ich, in den nächsten Jahren viel tun, insbesondere im Ein-Teach-Prozess von feinen, sehr, sehr diffizilen Prozessen. Heißt, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir jetzt die Leiterplatte haben, die haben ganz kleine Pins und wir müssen die in eine ganz definierte Position reinbringen und haben noch gewisse Variabilität und Toleranzen drin. So, dann kann zum Beispiel durch taktiles Fühlen, und da kommen die Cobots wieder rein, und mit einer hinterlegten KI entsprechend selbstlernend dieser Fügeprozess optimiert werden. Das ist ein Potenzial, was ich im Bereich KI sehe, nebst der das ist jetzt für Robotik vielleicht nicht ganz interessant oder nicht ganz relevant, aber das Thema AOI in der Elektronikfertigung, wo KI oftmals reingeht, wo wir auch Riesenzugewinne im Bereich Qualitätssicherung haben. Also KI ist definitiv ein Hotspot und ein Potenzial für die Zukunft. Also ich habe jetzt gelernt, Flexibilität und kleine Losgrößen sind so die besonderen Anforderungen in der Elektronikfertigung, die aber durchaus jetzt schon mit Robotik erfüllt oder umgesetzt werden können. Es gibt noch so an der einen oder anderen Stelle auch noch durchaus was zu tun. Stichwort Systemintegration.
und KI wird auch wie in vielen anderen Bereichen auch hier nochmal deutlich was voranbringen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Wir hätten hier noch so ein paar Stunden sprechen können. Es gibt so viele spannende Sachen rund um dieses Thema. Aber auf jeden Fall vielen Dank, war sehr interessant, spannende Diskussion. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Dankeschön.